es geht auf die Eisstraße. Und da bin ich da mit dem Auto volle Pulle reingefahren. Hallo zusammen, jetzt ist es endlich soweit und es geht auf die Eisstraße. Das Eis trägt endlich und ich fahre kurz in die Nachbargemeinde, um etwas einzukaufen. Begleitet mich einfach dabei. Jetzt geht es noch ein Stückchen durch den Wald und dann sind wir gleich auf dem Eis. So, jetzt sind wir am Ufer und ab aufs Eis. Schaut euch das mal an. Ist das nicht eine Aussicht? Ich werde gleich kurz anhalten. Jetzt stehe ich hier mitten auf dem Eis. Eine Aussicht ist das. Auch wenn die Sonne nicht scheint, kann man doch sehr weit schauen. Aus dieser Richtung bin ich gerade gekommen. Ich bin schon 2-3 Kilometer bin ich gefahren. Das Eis ist sehr gut. Ich weiß allerdings nicht, wie dick das ist. Ich bin hier noch in der Nähe von der Insel. Auf dieser Insel gibt es ein Museum und da kommt ihr im Winter nur mit dem Auto hin. Im Sommer müsst ihr das Boot nehmen. Und der Möcki-Besitzer kann jetzt auch im Winter mit dem Auto zum Möcki fahren, der braucht kein Boot. Die Tage werden jetzt bei uns auch endlich spürbar länger. Wir haben morgens schon eine Stunde mehr. Es wird früher hell und nachmittags haben wir eine Stunde mehr Tageslicht. Und es geht jetzt immer schneller. Die Eisstraße ist die einzigste Straße, wo ich ohne Sicherheitsgurt fahre. Ich habe jetzt in dieses Schloss den Beifahrersitzgurt reingepackt, damit dieses ganze Gepieps aufhört. Wenn man den Gurt anhat und man bricht ins Eis ein, dann kommt man nicht gerade schnell raus. Ja. Könnte etwas problematisch sein. Mein Traktor, den ich habe auf dem Bauernhof, der war schon 3-mal im Wasser im Winter. Den musste man schon 3-mal rausziehen. Und ich bin auch schon mit dem Auto einmal eingebrochen. Habe aber sehr viel Glück gehabt. Dort hinten, wo der Bootssteg ist, geht es zum Museum. Es geht den Berg etwas hoch und dort ist ein ganz altes Bauernhofmuseum. Sehr interessant anzuschauen. Dort hinten ist jemand am Eis angeln. Bei so einem Wetter sind viele Finnen auf dem Eis und angeln. Noch mehr sind unterwegs, wenn die Sonne scheint. Dort hinten sieht man schon Savitapale. Dort hinten seht ihr das Hotel Orkelan Hobby, was ich euch vor kurzem gezeigt habe. Und hier im Vordergrund ist wieder die Eisbahn. Dort kann man Savitapale sehen. Im Hintergrund ist der Kirchturm und da kommt jemand mit dem Quad angefahren. Wir sind jetzt hier am Hafen angelangt und jetzt geht's wieder aufs Festland. Jetzt haben wir wieder Asphalt unter den Reifen. Jetzt habe ich eingekauft und jetzt fahren wir wieder zurück.
Dort hinten könnt ihr schon das andere Ufer sehen, wo wir hin müssen. Da habe ich mal ein Blockhaus gebaut. Und diese Inseln hier, das ist eine richtige Geröllhalde. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite angekommen. Schaut mal, hier liegen die Boote rum. Vor einigen Jahren stand hier jede Menge Wasser auf dem Eis. Das kam alles von den Hügeln runter. Der Schnee, der war am Tauen und eine riesige Wasserlache war hier. Dann kann ich mich an ein Jahr erinnern. Ich bin früher zur Arbeit immer hier lang gefahren im Winter. Wir hatten nachts einen Sturm gehabt und hier gab es jede Menge Schneeverwehung. Ich bin hier am Ufer, bin ich mit dem Auto runtergekommen, habe dann die Kurve schön genommen und hier schon mal Vollgas gegeben. Und ich bin vielleicht 50 Meter weit gekommen und da war eine Schneeverwehung, die ich nicht gesehen habe. Die war ein bisschen höher als 2 Meter und da bin ich da mit dem Auto volle Pulle reingefahren. Man konnte überhaupt nichts sehen, es war alles nur weiß. Die Straße war verschwunden, man sah gar nichts. Ja, und wie soll ich sagen, ich stand da in dem Ding drin, der Motor abgesoffen, ich habe mich erst mal gewundert, ich habe nichts mehr gesehen. Und dann musste ich mich durch mein Seitenfenster langsam wieder ausbuddeln. Mein Auto war komplett verschwunden. Ja, und die Tür aufzumachen war auch unmöglich. Ich musste durch das Fenster rausklettern. Und dann habe ich erstmal jemanden angerufen, der dann mit dem Traktor kam und mich dann rausgezogen hat. Das war halt Winter damals. Wir hatten ein enormes Schneechaos an diesem Tag. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie das durch den Wald noch weitergeht, ein Stückchen. Also schaltet noch nicht ab. Ich melde mich aber jetzt ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, das Abo und wieder hier der Daumen, der muss nach oben. Lasst mir einen Kommentar da. Schreibt mir doch rein, was ihr gerne mal sehen möchtet von hier. Ja, ich würde mich doch sehr freuen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Winter und denkt dran, in der Beschreibung sind noch ein paar Videos drin. Und jetzt zum Schluss werden auch noch Videos vorgestellt. Schaut sie euch an. Hey, hey!